Auch heute wieder live und in Farbe aus meinem Studio in München. Herzlich willkommen zu meinem Kanal, Sobeltier Finanzkanal, und es geht heute um das Thema Mindset, Einstellung und entsprechende Mentoren. Was für Mentoren habe ich? Und ich stelle euch zwei Dinge heute mal vor. Wer genau einer meiner Mentoren ist und wie ich auf ihn gekommen bin. Bleibt dran und schaut das Video bis zum Ende, gebt mir ein Like. Und einer meiner Mentoren ist der Thomas Kovac, ein Schweizer Finanzblogger mit seinem einmal Finanzblog, aber auch YouTube-Kanal. Und ich habe ihn so Mitte 2019 für mich entdeckt und bin eigentlich fast alle seine Videos durchgegangen. Und ich habe ein Video mal kurz rausgesucht, was mich damals sehr inspiriert hat. Und jetzt hören wir uns das mal kurz an, was er da sagt. Das heißt, ich muss dann weiterhin 2 Monate dort noch arbeiten. Es ist gerade 1 Uhr morgens und ich habe mich spontan entschieden, so ein kleines Video zu drehen. Es geht im Prinzip darum, was ich im Leben möchte, was ich dafür tun muss und im Prinzip, um dieses Ziel zu erreichen. Und ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht und ich bin der Meinung einfach, dass es sehr unnötig ist, wenn man einen Beruf oder irgendeine Tätigkeit nachgeht, die einem nicht gefällt. Und ich habe für mich einfach... Genau, also er beschreibt hier, er ist ein Angestellter gewesen zu dem Zeitpunkt damals. Das Video ist jetzt schon 4 Jahre alt und hat aber in seinem damaligen jungen Alter von circa 21, schreibt er hier, 21 Jahren überlegt, was er weiter in seinem Leben machen möchte, und hat dann auch eine Entscheidung getroffen. In dem Video geht es ihm darum, dass er seinen doch gut bezahlten Job als System-IT-Administrator oder auch Entwickler, was er damals eben auch gemacht hat, in Höhe von 70.000 Schweizer Franken jährlich bezahlt, aufgeben möchte. Er kündigt diesen Job und verändert etwas in seinem Leben. Und der Grund ist, der Haupttreiber und der Grund ist, dass er einfach nicht mehr diese Themen, diese Aufgaben alltäglich machen will und er da gemerkt hat, er möchte also sich verändern. Und da trifft er eben diese Entscheidung. Das Video geht noch länger und das ist aber ein Punkt, eben, das mich sehr inspiriert hat und ich auch überlegt habe, was kann ich denn für mich dort weiter herausfinden. Und eines meiner Lieblingsthemen sind eben Finanzen, Aktien, Börse, und das war ein Initialgrund hier, eben weiter für dieses Thema zu brennen, weil davor bin ich zwar auch natürlich fest angestellt und habe entsprechende Dinge in meinem Leben mit Finanzen schon zu tun gehabt, aber das wollte ich dadurch dann intensivieren. Das ist ein Punkt. Dann habe ich noch ein anderes Video. Das ist sein Kanal übrigens. Also das ist der Kanal von Thomas Kovac. Er nennt sich Thomas der Sparkojote. Könnt ihr ja gerne mal anschauen. Und ich finde es sehr spannend, wie er das macht. Ist für mich durchaus ein tolles Vorbild. Ich habe von ihm gelernt, von diesem typischen Sparer, der also sein Geld auf das Tagesgeldkonto oder eben auch in einen Bausparer legt. Das habe ich geändert bei mir selbst und bin also tatsächlich umgestiegen von diesem Sparer zu einem Investor. Und das kann also jeder machen für sich selbst. Man muss natürlich ein paar Dinge dazu vorbereiten und aber eben das Mindset, die richtige Einstellung dazu treffen. Und das kann auch jeder, der Interesse daran hat, nachhaltig Vermögen aufzubauen. Ein zweites Video, was ich kurz zeige, ist jetzt das. Das ist also der aktuelle Stand. Das Video ist 3 Monate alt vom Thomas Kovac und jetzt hören wir mal kurz hier rein am Anfang. 1000 Franken Dividende pro Monat. Geht das überhaupt? Wie viel Geld brauche ich dafür? Das schauen wir uns anhand von meinem Portfolio an. Ihr hört online immer wieder Aktien, Dividenden, passives Einkommen und Co. Ist da wirklich was Wahres dran? Ich meine, wir sind hier auf diesem Kanal wahrscheinlich schon sehr bewandert und Dividenden sind natürlich etwas, was 100%ig real ist und damit kann man tatsächlich reales passives Einkommen erwirtschaften. Und ich möchte heute einfach anhand von meinem eigenen Praxisbeispiel, wie ich 2015 mit meinem Investmentportfolio gestartet habe, euch zeigen, wie 8 Jahre später daraus ein Portfolio geworden ist. Also lange Rede, kurzer Sinn. Er hat hier jetzt schon 8 Jahre lang sein Depot aufgebaut, an Dividende gezahlt und das beschreibt er nochmal intensiv in diesem Video. Schaut euch das auch nochmal gerne an natürlich. Ich verlinke das Video in der Videobeschreibung unten und jetzt gehe ich noch zu seinem Blog. Also hier ist sein Blog. Er hat viele Sachen gemacht und so war der Start damals, wie er zum Investor geworden ist. Das hat mich also auch inspiriert. Ich habe das auch gelesen und finde ich sehr spannend, interessante Geschichte, die der Thomas hier durchlaufen hat und wie er eben das auch umsetzt. Ja? Also diese Sachen finde ich super spannend und in diesem Zusammenhang einfach mal, Thomas, ein großes Dankeschön an dich. Du hast mich inspiriert, einen neuen Weg einzuschlagen.
Und ich bin vom Sparer zum Investor gekommen und geworden und bin auf da einer eigenen persönlichen Reise. Und letztendlich habe ich dann auch meinen YouTube-Kanal mit diesem Thema Zobeltier Finanzkanal gegründet und versuche Themen dazu zu erklären und zu zeigen, wie ich das mache, um einfach auch die Menschen und die Zuschauer hier an meiner persönlichen Reise teilhaben zu lassen. Also bin ich hier in meiner Übersicht. Es geht eigentlich nur darum, dass man das Mindset sich von einem Sparer heißt, du zahlst monatlich in irgendeinen Bausparer oder in ein Tagesgeldkonto etwas ein, das natürlich das Vermögen sukzessive aufbauen kann, aber es braucht eben viel, viel länger und deswegen werde dann zum Investor, eröffne ein Depot, sei es bei Trade Republic über meinen Link, wenn jemand das möchte, kann er hier den QR-Code scannen. Als Informationsquelle biete ich auch an den Link zu Seeking Alpha, da ist hier auch ein entsprechender QR-Code zu sehen. Es ein überwältigendes Thema sein kann und man nicht weiß, wo man anfangen soll. Ich habe das für mich so gemacht, dass ich gesagt habe, ich möchte wieder die finanzielle Verantwortung und das Denken für Finanzen persönlich in die Hand nehmen und beschäftige mich damit fast jeden Tag. Aber es macht natürlich auch Spaß. Also ich sehe, wie ich Erfolg habe und dann brennt man natürlich auch für das Thema Finanzen, Aktien, ETFs, Sparpläne, Automatisierung und so weiter und so fort. Und das schafft man nur, indem man anfängt, und zwar in die Umsetzung kommt, und zwar heute. Heute ist der Tag, wo du zum Investor werden kannst. Und werde zum Investor, fang an zu investieren und anzulegen, einfach mal vielleicht mit einem kleinen Betrag von 10, 20, 50 Euro und kaufe eine Aktie. Und dann schau, was passiert, damit man so ein positives, gutes Gefühl dafür bekommt. Dann natürlich die Möglichkeiten sich anschauen, wo kann ich investieren, sinnvoll investieren, nachhaltig und nicht das Risiko zu groß eingehen, sondern versuchen, das Risiko zu streuen. Sich eine Strategie, zum Beispiel die Buy-and-Hold-Strategie oder aber auch Dividendenstrategie in Kombination. Das heißt, man kauft sich ETFs und Aktientitel, die also passende Dividenden auszahlen, monatlich, im Quartal oder auch jährlich. Das ist beides, ist alles okay. Und dann natürlich schauen, was ist das eigene Budget. Hat man ein Haushaltsbuch, weiß man, wie viel man sparen kann und wie viel Geld man monatlich vielleicht ausgibt. Wie groß sind die Einnahmen und Ausgaben, dass man da einen Überblick bekommt. Das ist dieses Mindset, was ich begonnen habe, eben durch den Thomas umzustellen und das hat klappt und funktioniert wunderbar. Ich verlinke euch natürlich das alles nochmal unten in der Videobeschreibung und ihr könnt euch das in Ruhe durchlesen. Und das war es jetzt erstmal für heute. Und schaut euch an, wie man aus seinem Bausparer mehr machen kann. Dazu verlinke ich ein Video. Oder wenn ihr wissen wollt, eure persönliche Vermögensbilanz aufzustellen, habe ich noch ein anderes Video. Und da könnt ihr natürlich gerne drauf gehen und euch informieren. Ansonsten bis bald und demnächst bleibt investiert. Ciao, ciao.